In der Praxis und im Laufe des Studiums werden harmonische Funktionen beliebt benutzt, um wiederholte und periodische Verläufe zu beschreiben und darzustellen. Ihr habt oder werdet irgendwann damit auch zu tun haben. Daher zeige ich euch vorher die wichtigsten Eigenschaften einer harmonischen Funktion anhand der Bewegung eines ungedämpften Federpendels. Interessiert? Dann bleib bis zum Ende, weil ich dir am Ende eine Beispielaufgaben geben werde. Lenkt man ein ungedämpftes Federpendel aus und lässt es los, dann fängt das Pendel an zu schwingen. Da wir angenommen haben, dass das System ungedämpft ist, schwingt die Kugel unendlich mit der konstanten Maximalamplitude und erzeugt somit eine harmonische Bewegung. Wie lassen sich die Eigenschaften dieser Bewegung mathematisch beschreiben? Diese Eigenschaften können mit Hilfe einer Sinus- oder einer Cosinusfunktion beschrieben werden. Nehmen wir erstmal eine Sinusfunktion als Ansatz. Diese besitzt an Maximalamplituden z, eine Kreisfrequenz Omega, welche die Wiederholung der Schwingung beschreibt, und letztendlich eine Phaseverschiebung Phi von S, welche den Versatzwinkel der Funktion bezüglich des Nulldurchgangs darstellt. Diese Phasenverschiebung kann in Grad oder in Bogenmaß dargestellt werden. Z, die Maximalamplitude der Schwingung, beträgt bei dieser harmonischen Bewegung 2. Das ist der höchste Punkt des Verlaufs. Die Formel der Kreisfrequenz Omega beträgt 2π durch Groß T. Groß T ist die Periodendauer, also die Zeit, damit die Schwingung sich wiederholt. Zum Beispiel, wenn ich den höchsten Punkt bei t gleich 1 nehme, dann erreiche ich den nächsten Peak bei t gleich 5. Damit ist die Periodendauer 5 minus 1, was gleich 4 Sekunden beträgt. Ich kann auch den Punkt t gleich 0 nehmen, wo die Funktion von x-Achse ansteigt. Die Schwingung wird nochmal von der x-Achse ansteigen bei t gleich 4, also an der Stelle. Daher ist die Periode t gleich 4, 4 minus 0, also 4 Sekunden. Damit kann die Kreisfrequenz Omega berechnet werden. Es ergibt sich 2π durch 4 gleich Pi halbe. Dann bleibt es übrig, die Phasenverschiebung zu ermitteln. Um diese berechnen zu können, liest man bei t gleich 0 den Wert von der Funktion z von t. Die Funktion ist in dieser Zeit gleich 0. Dann setzt man die beiden Werte in die Ansatzgleichungen ein. Es kommt eine Phasenverschiebung von Phi von S gleich 0. Wenn man die berechneten Eigenschaften in die ursprüngliche Ansatzfunktion anträgt, dann ergibt sich die Pendelbewegung. Die lautet z von t ist gleich 2 mal Sinus von Pi halbe mal t. Damit wisst ihr, wie man die Eigenschaften einer harmonischen Funktion ermitteln kann. Aus der Bewegungsgleichung eines Körpers, das ist in dem Fall unser z von t, kann die Geschwindigkeit und die Beschleunigung dieses Körpers ermittelt werden. Durch die Ableitung der Weggleichung erhält man die Geschwindigkeitsgleichung, dann setzt man einfach die schon bekannten Werte ein, also die Eigenschaft, die wir gerechnet haben, Amplituden, Kreisfrequenz Omega und die Phasenverschiebung. Die
Geschwindigkeitsgleichung lautet dann z Punkt von t gleich Pi mal Cosinus von Pi halbe mal t. Die Amplitude der Geschwindigkeit lautet formelmäßig z-Dac, die maximale Amplitude des Weges, mal Omega, die Kreisfrequenz. Der Wert, der sich daraus ergibt, ist die Maximalamplitude der Geschwindigkeit, also Pi. Die Ableitung der Geschwindigkeit ergibt die Beschleunigung raus, welche lautet z Punkt Punkt gleich minus Pi zum Quadrat mal Sinus Pi halbe mal t. Die Amplitude der Beschleunigung lautet formelmäßig z-Dac, die Maximalamplitude des Weges, mal Omega Quadrat, die Kreisfrequenz. Oder die Amplitude der Geschwindigkeit z-Dac mal Omega mal die Kreisfrequenz Omega. Damit erhält man den grafischen zeitlichen Verlauf der Beschleunigung. Nun wisst ihr nicht nur, wie man die Eigenschaften einer harmonischen Funktion ermittelt, sondern auch, wie man aus der Wegbewegungsgleichung die Geschwindigkeits- und Beschleunigungsfunktion aufstellt. Zuletzt habe ich ein kleines Beispiel für euch. Aus der gegebenen Beschleunigungsfunktion z von t gleich 10 Cosinus von 2t plus 90 Grad soll die Geschwindigkeit und Wegfunktion schreiben und die Beschleunigungsgeschwindigkeits- und Wegsamplituden angeben. Ich warte auf eure Rückmeldung im Kommentar. Wenn das Video für euch interessant war, schaut euch einfach weiteres Video auf dem Kanal an. Bis bald.